Hallo und herzlich willkommen. Das dritte Quartal 2025 steht vor der Tür und wir dürfen euch daher wieder ein Update und Preview zur Rimo Roadmap geben. Wie ist der Stand der Dinge bei laufenden Entwicklungen? Was kommt neu dazu? In den nächsten Minuten wollen wir diese Fragen beantworten. Wir konnten die Dokumentation im Wiki nun finalisieren. Da bereits die ersten Workflows bei unseren Kunden ausgerollt und auch schon gelebt werden, kommen laufend neue Actions, Erweiterungen und Verbesserungen hinzu. Diese werden nach Umsetzung ebenso im Wiki dokumentiert. Neuerungen und Änderungen könnt ihr wie gewohnt den Release Notes entnehmen. Wie bereits im letzten Preview erwähnt, werden Safety- und Confirm-Dialogs im Zuge von neuen Entwicklungen, Änderungen oder Bugbehebungen angepasst und verbessert. Im Juni geben wir aber nun den Startschuss, um alle User Stories betreffend Safety- und Confirm-Dialogs, die noch nicht im Zuge von anderen Epics abgearbeitet wurden, zu bewerten und umzusetzen. Wir haben bereits mit dem Thema Messaging gestartet. So ist zum Beispiel der Send-Mail-Dialog überarbeitet worden und nun viel praktischer und userfreundlicher gestaltet. Empfänger können nun einfacher hinzugefügt und entfernt werden. In diesem Quartal entstehen einige neue Notifications sowie weitere hilfreiche Funktionen. Hier hat sich schon viel getan, wie zum Beispiel: Anfragen können erfasst und verfolgt werden und daraus können auch Angebote erstellt und verschickt werden. Kundenbestellungen können aus Angeboten generiert werden. Aus diesen Kundenbestellungen können wiederum auch Aufträge erzeugt werden. Die Gültigkeit kann bei Leistungsverzeichnissen hinterlegt werden. Die Anlage des Leistungsverzeichnisses wurde überarbeitet. Und vieles mehr. Damit ist es jetzt schon möglich, die dazugehörigen Workflows in Qualität und Status sowie Customer Requests und Sales-Potenziale zu verfolgen. Im Q3 2025 wollen wir diesen Epic aber noch den letzten Feinschliff geben und die letzten Verbesserungen umsetzen. Wir stecken mitten in den Umsetzungen, Tests und der Doku für Corrective Maintenance. Daher werden wir es auch ins Q3 mitnehmen, bis es vollständig eingesetzt werden kann. Im kommenden Quartal können wir nun mit Location und Building Classes starten. Wie bereits im letzten Preview-Video erwähnt, mussten wir das Thema hinten an Corrective Maintenance rein. Hierzu findet im Juni der erste Workshop mit unseren Kunden statt. Solltet ihr wertvolle Inputs zu diesem Epic haben, bitten wir euch, diese via Ticket einzumelden. Die ersten Vorarbeiten zu Time Redesign und Time in der neuen App haben bereits begonnen. Auch hier finden in den nächsten Wochen Workshops statt, um das Modul umfangreich und userfreundlich zu überarbeiten. Auf diese beiden Epics freuen wir uns ganz besonders. Im Zuge von Project Plus und Cable Plus Improvements wollen wir die über die letzten Monate gesammelten Verbesserungsvorschläge umsetzen, etwa verbesserte Funktionen, Ansichten oder Funktionalitäten, die beiden Produkte effektiver und userfreundlicher machen sollen. Gegen Ende des dritten Quartals wollen wir uns all diesen Punkten widmen. Wie sich in den letzten Monaten herauskristallisiert hat, schlagen wir hier vorerst einen anderen Weg ein. Mittels Location Configs wird die Anlage mehrerer Homes und deren Inhalte nun einfacher. Außerdem können Inhalte einer FTTX Location nun mit wenigen Klicks nachhaltig gelöscht werden. Im Q3 wollen wir die weiteren Möglichkeiten in Bezug auf Wizard 2.0 für FTTX Locations, Detail Panic Wizards ausloten. Um die App für FTTX Doku vollständig ablösen zu können, fehlen noch kleine Anpassungen und Erweiterungen. Diese werden im Q3 finalisiert. Parallel widmen wir uns bereits den Modulen
Received und Travel, um diese ebenso ablösen zu können. Außerdem starten wir mit dem Time- und Approval-Modul. Wie bereits erwähnt, werden Low-Code-Workflows bereits sukzessive bei unseren Kunden ausgerollt. Wurden eure Workflows und Prozesse noch nicht umgestellt? Dann wendet euch bitte an eure Rimo Consultants. Diese werden euch bei dem Übergang unterstützen und somit das Abbilden eurer Prozesse vereinfachen. Das war's von unserem Update und Ausblick auf das Q3 2025. Wir wünschen euch einen schönen, aber hoffentlich nicht allzu heißen Sommer. Stay hydrated!